Auf anspruchsvollen Wegen wandern wir in der grandiosen Welt der Cardini-Gruppe auf dem Sentiero Bonaccosa den 3 Zinnen entgegen. Tolle Tagestour in den 6. der Dolomiten. Willkommen bei Gipfelschluck. Los geht's. Unsere Wanderung beginnt an einem Parkplatz am Beginn der Mautstraße Richtung Rifugio Auronzo nahe des Lago di Misurina. Die erste Teiletappe führt uns hinauf zum Rifugio Fondasavio, was bedeutet, dass zunächst 600 Höhenmeter im Anstieg zu bewältigen sind. Mit zügig gewonnener Höhe erhalten wir direkt eine wunderbare Aussicht in Richtung unter anderem der Hohen Geisel, höchster Berg der Praxer Dolomiten. Gleichzeitig geprägt ist die Szenerie durch die nahen, wild zerklüfteten Gipfel der Cardini-Gruppe. Der Weg bis zum Rifugio Fondasavio ist relativ einfach und unkompliziert zu begehen. Kurz vor dem Rifugio wartet noch eine kurze Felsrinne, die mit etwas Trittsicherheit aber auch kein Problem darstellt. Die Aussicht nach knapp 2 Stunden Gehzeit vom auf 2367 Meter gelegenen Rifugio Fondasavio zeigt unter anderem den Monte Piana, der ein interessantes Freiluftmuseum zum Thema Gebirgskrieg beherbergt. Das Rifugio selbst hat am Zeitpunkt meiner Wanderung am 9. Oktober leider geschlossen. Nichtsdestotrotz erwartet mich hier ein leckerer Gipfelschluck. Heute ist Wolfburn Whisky im Flachmann. Zum Wohl! Nach dem Rifugio erwartet uns direkt eine steile Bergabpassage, die mit Stahlseilen gesichert ist. Ab hier sind wir nun auf dem Sentiero Bonaccosa in nördlicher Richtung unterwegs und es öffnet sich der Blick schon bald in Richtung der berühmten 3 Zinnen. Der nördliche Teil des Sentiero Bonaccosa führt vom Rifugio Fondasavio bis zum Rifugio Auronzo direkt an den 3 Zinnen, während der südliche Teil am Rifugio di Vada beginnt und bis zum Rifugio Fondasavio führt. Beide Touren sind wunderbar beschrieben im empfehlenswerten Roter Wanderführer. Den Link zum Buch findet ihr unten in der Videobeschreibung. An der Forcella Rimbianco könnte man die Tour nun unkompliziert in Richtung Lago di Misurina abkürzen und beenden, insbesondere da im weiteren Verlauf des Sentiero Bonaccosa nun die Schwierigkeiten mit ausgesetzten Stellen, die Trittsicherheit und Schwindelfreiheit verlangen, deutlich zunehmen. Die Route führt dabei häufig entlang gut ausgesetzter Bänder, die in der Regel mit Stahlseilen gesichert sind. Darüber hinaus warten steile Passagen, für die etwas Kraxelei erforderlich ist, inklusive die Überwindung einer Leiter. Bei dieser Wanderung sollte man die Wetter- und Wegeverhältnisse gut im Blick haben. Insbesondere Nässe, aber auch Schnee sind Faktoren, die ich auf solchen Pfaden unbedingt vermeiden würde. Auf diesem anspruchsvollen, ausgesetzten Wegabschnitt mit einigen Kraxeleien zwischen Forcella Rimbianco und Monte Campedele war ich eine gute Stunde unterwegs. Allerdings war in der Nebensaison auch kaum was los, sodass in der Hauptsaison mit einigen Wanderern mehr auf dem Sentiero Bonaccosa einiges an Zeit mehr einkalkuliert werden muss. Am Monte Campedele angekommen erwartet uns in nördlicher Richtung der Blick auf die berühmten 3 Zinnen und in südlicher Richtung ein grandioses Panorama auf die Cardini-Gruppe. Nachdem ich auf dem gesamten Wege bis zum Monte Campedele an diesem Tag nur einem anderen Wanderer begegnet war, befinden wir uns nun an einem beliebten Ausflugsziel, wo jede Menge Besucher unterwegs sind. So oder so lässt sich auch auf dem Monte Campedele das grandiose Rundum-Panorama genießen und es lohnt sich durchaus auf 2346 Meter noch einmal den Flachmann rauszuholen. Nach wie vor gibt's Wolfburn Whisky zum Wohl. Gut ersichtlich direkt unterhalb der 3 Zinnen ist inzwischen das Rifugio Auronzo mit dem daneben befindlichen großen Parkplatz inklusive Bushaltestelle. Auf einen Zwischenstopp dort verzichte ich und mache mich direkt auf den Abstieg. Gut 600 Höhenmeter geht es nun bergab in Richtung Lago di Misurina. Der Weg bergab lässt sich leicht und ohne große Schwierigkeiten gehen, auch wenn es gegen Ende anfängt zu regnen. Hinter uns liegt eine super Wanderung auf anspruchsvollen Wegen in der grandiosen Welt der Dolomiten. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Schaut auch gerne in weitere Videos auf meinem Kanal rein, zum Beispiel die Umrundung des Einsackofens, wo ihr dann die 3 Zinnen in der berühmten Nordansicht zu Gesicht bekommt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Gipfelschluck. Habt Spaß und seid freundlich miteinander.